Aber das jetzt alles zu erwecken, das dauert zu lang und macht, wie gesagt, kaum einen Unterschied. Hauptsache ist irgendwas mit Crit, das war beim Jester so auch. Gut, den Cloak müsste man vielleicht fairerweise zumindest ändern, aber wie gesagt, auch das macht so gut wie keinen Unterschied. Ah ne, wie heißt der nochmal? Strong. Da nehme ich jetzt... Achso, bei der andere Crit Damage? Ne, der hat Crit Chance. Okay, gut. Und dann... Sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr. Das müsste jetzt eigentlich alles gleich sein, bis auf die Stat Scrolls. Und dann brauchen wir jetzt hier... Left Hand Damage auf jeden Fall. Attack auf jeden Fall. Critical Chance, das brauchen wir nicht. Hitrate. Genau. Skill Damage brauchen wir auch nicht. Recover HP auch nicht. Dann Berserk. Und... Ach so. Naja gut, Empower Weapon. Ja, wird beim Jojo auch kein Element drauf. Na. Ich meine, ja, ist natürlich eigentlich Schwachsinn, aber... Weil man kämpft eigentlich nie gegen ohne Elementmonster, aber... Haben wir jetzt beim Jester auch nicht. Genau. Aktiviert euch, das sind passive Skills. Das ist auch aktiv. Der eine Skill ist nicht aktiv, oder? 1, 2, 3. Ach so, nee, doch. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt fehlt noch Berserk. Ja, und theoretisch hat man noch Storm Slash wegen Element. Elemental Reduction. Das hält allerdings nur 15 Sekunden mit einem 1,5 Minuten Cooldown. Also das würde das Ergebnis schon krass verfälschen. Außerdem kann es jeder im Team nutzen. Das heißt, der Jester könnte diesen Skill theoretisch auch mitnutzen, wenn ein Blade im Team ist. Also wäre das eigentlich dämlich, den jetzt zu benutzen, weil er nur eine ultra kurze Uptime hat. Und, wie gesagt, der Jester im Team kann ihn ja auch nutzen. Also hätten sie ihn beide theoretisch, also müssten beide einen ähnlichen Increase bekommen. Also ist, würde ich sagen, egal. Genau, also die drei. Der Rest sind alles irgendwelche aktiven Skills. Ja. Okay. Na, dann müssten wir eigentlich alles haben, glaube ich, hoffe ich. Dann jetzt Berserk drücken. Crit-Rate passt. Berserk hält 1 Minute, passt. Go. This shit won't even be close, man. This shit won't even be close. Shit ain't even be close. Also Jester hatte 101.000. Mit ähnlich cleanem... Ne, Jester hatte sogar besseres Equipment. Jester hatte sogar noch den Crit-Rate-Boost. Ohne den Potion of Recklessness hätte ich keine 100 Crit-Rate gehabt. Also Jester hat sogar ein minimales Power-Up gebraucht, was... Ja, natürlich jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Aber er hat es schon nur mit Steroide geschafft. 10 Sekunden noch. Aber nochmal mit Enchant Poison. Aber Enchant Poison macht weniger Schaden als Enchant Absorb. Also dürfte sich da wahrscheinlich auch nicht so ultra viel ändern. Stopp. Ja, 25.000 Schaden mehr. 24, 25 mehr. Also schon ein riesiger Unterschied. Das ist eigentlich vollkommen egal, was jetzt beim Jester macht. Der wird 1000%ig keine 25.000 Schaden bekommen. Full STR. Dementia Full STR. CS. Passt. Champion. 10, 10. Der Rest ist, habe ich nur einmal. Kann ich gar nicht falsch machen. 10, 10. Dann irgendwas mit Q heißt das Set. Quostel. Beide keine ATK-Sockel. Das ist auch gleich. Skills brauchen wir Jojo Mastery. Achso, genau. Jetzt machen wir es nicht mit Enchant Absorb, sondern Enchant Poison. Critical Swing. Oh shit, hier läuft noch... Ach, hier läuft noch so ein dämlicher Slayer-Skill hier.
Aber es ist Left-Hand Damage plus 25. Das sollte jetzt hoffentlich nichts machen. Keine Ahnung, ob der Kack noch läuft. Toxic Fury mit der Mastery. Special Jojo Mastery. Da war, glaube ich, Multistrike war besser als Auto-Attack, oder? Minimal zumindest. Dann hier auch die maximale Damage-Variante überall. Special Jojo Mastery läuft. So, und was war das jetzt hier? Damage against Poison Enemies plus 12 plus 20. Zugegebenermaßen habe ich schon wieder vergessen, dass es existiert, weil die meisten Jester auf Enchant Absorb wahrscheinlich nicht verzichten werden. Aber natürlich, wenn du den Gegner permanent vergiftest, ja klar. Wie hoch ist die Chance vom Vergiften? 30, okay. Dann, wie lange hält es? Ach, das ist eine passive, okay. Gut, dann jetzt aber. Masteries sind überall aktiv. Müsste jetzt eigentlich das gleiche sein wie vorher. 167 Crit-Rate ist auch das gleiche wie vorher. Läuft. Läuft. Jetzt nur noch die beiden Skills und 1 Minute drauf feuern. Zack. Zack. Go. Gegner ist, ja gut, Gegner ist permanent vergiftet. Crit-Rate, 102. Krauschi. What is happening? Martin muss aufpassen, dass ich nicht sterbe wegen dem scheiß Gift. Man vergiftet sich halt einfach selbst. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? 10 Sekunden. Das wird ein Foto-Finish, erstaunlicherweise. Ist doch nicht so egal mit den ganzen Stats und so. 1 Sekunde Stopp, 126.000. Das heißt, wenn das Blade-Set STR-Stats gehabt hätte... Ich habe hier überall Dex plus 3, das wären also 15 STR nochmal für den Blade. Dann wäre es quasi identisch, wahrscheinlich. So, ich muss jetzt hier weg, leider. Dann wäre es wahrscheinlich identisch. Dem Blade haben 15 STR gefehlt. Gut, CS hat teilweise Crit-Rate. Müsste man, ja, aber es ist dann pretty much das gleiche. Beziehungsweise würde ich behaupten, Blade macht noch immer minimal mehr. Oder immer noch ein paar Prozent mehr, weil der Jester ja den Crit-Rate-Potion hat. Das heißt, bei Blade würdest du ja wirklich probieren, dass deine Rolls maximal Crit-Damage geben. Und das kann der Jester aber nicht. Der Jester muss auch auf die Crit-Rate achten und der Blade eben nicht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Trotzdem. Deswegen würde ich es immer noch dem Blade geben, weil der Blade halt wirklich nur auf Damage gucken muss, nur auf Crit-Damage, weil er mit dem Equipment immer maximale Crit-Rate haben wird und der Jester nicht. Der Jester muss auf seine Crit-Rate achten in Zukunft, weil er sie braucht. Aber das ist schon erstaunlich. Ich meine, selbst wenn es 20.000 weniger gewesen wären, also ich wäre mit dem anderen Ergebnis, wäre ich ehrlich gesagt jetzt auch als Jester absolut zufrieden. Man muss sich ja vorstellen, wir kommen von einer Zeit, und zwar einer sehr langen Zeit, wo Jester absolute Hundescheiße war. Das heißt, alles über 100.000, ohne Power-Ups, ohne alles, ohne Element sogar, ohne alles, ist gewaltig. Ach so, by the way, fällt mir gerade auf bei dem Blade vs. Harlequin-Vergleich, ne, was wir jetzt auch überhaupt nicht bedacht haben. Also nicht bedacht haben, sondern was man noch dazu sagen muss. 2 von seinen Skills haben Cooldowns. Der 75 Crit Damage Skill und auch der andere Skill, Toxic Fury, die haben beide Cooldowns. Das heißt, die erste Minute ist der Jester ebenbürtig mit dem Blade
Und dann scheißt er aber eine halbe Minute lang richtig rein. Also so richtig durchfallmäßig. So voll in die Hose. Schafft es nicht mehr rechtzeitig aufs Klo. Und dann sind sie wieder ebenbürtig. Also der Blade ist permanent bei 125.000 DPS. Und der Harlequin immer nur für 1 Minute. Und da muss er eine halbe Minute warten. Und in der Zeit sinkt sein Schaden. Und zwar ordentlich. By the way. Also. Und der 75 Crit-Rate, Crit-Damage, der hält zwar länger, aber auch der hat eine Downtime von 25 Sekunden oder so. Also darf man das natürlich auch nicht vergessen. Also ist Blade immer noch die Undisputed Number 1. Aber Jester dann vielleicht echt Number 2. Zukünftig. Tja, und wer hat sich ausnahmsweise einen Jester gemacht? Weil er das natürlich wusste, dass das passiert. It's your boy. It's your boy.